In der Wildnis, wo die Natur unberührt ist, gibt es einen Ort, an dem jeder Moment magisch ist. Willkommen in Botswana, dem Königreich des Lebens, wo jeder Schritt auf Mutter Erde eine Geschichte erzählt. Von majestätischen Elefantenherden über endlose Graslandschaften bis hin zu majestätischen Löwen, die über die Kalahari-Wüste ragen. Botswana ist ein Abenteuer, das Sie nicht verpassen sollten. Botswana, wildes Königreich im Herzen Afrikas. Mitten im trockenen Afrika gibt es ein beispielloses Naturwunder, das Okavango-Delta. Jedes Jahr, wenn die Regenzeit kommt, ergießt sich ein gewaltiger Wasserstrom aus dem angolanischen Hochland, allerdings nicht ins Meer, sondern breitet sich in der Kalahari-Wüste aus und bildet ein Labyrinth aus Flüssen, Sümpfen, schwimmenden Inseln und üppigem Grasland. Dieser Ort ist nicht nur eine Lebensquelle für Millionen von Tieren, sondern auch ein erbittertes Schlachtfeld zwischen Raubtieren und Beutetieren. Als der Wasserstand stieg, lauerten riesige Krokodile den Menschen auf, die zum Trinken kamen. An Land nutzen Okavango-Löwen, Raubtiere, die für ihre Schwimmfähigkeiten bekannt sind, die Wasserströmungen, um Beute zu fangen. Und am Himmel schweben afrikanische Fischadler über dem Wasser und warten auf den perfekten Moment zum Herabstoßen. Wasser bringt Leben, aber es ist auch ein Ort, an dem immer der Tod lauert. Inmitten des smaragdgrünen Wassers des Okavango-Deltas tauchen dicke Rücken aus dem glitzernden Wasser auf. Nur ihre Augen, Ohren und Nasenlöcher ragen über die Oberfläche und beobachten schweigend die Welt um sie herum. Sie sind die Herrscher der Sümpfe, das Botswana-Nilpferd, Afrikas größtes semiaquatisches Säugetier. Obwohl es langsam und sanftmütig aussieht. Flusspferde gehören zu den gefährlichsten und unberechenbarsten Lebewesen des schwarzen Kontinents. Ein Erwachsener kann mehr als 1500 Kilogramm wiegen, aber an Land mit einer Geschwindigkeit von 30 Kilometer pro Stunde laufen. Sie haben einen stärkeren Biss als ein Krokodil und längere Reißzähne als ein Löwe. In der Welt der Flusspferde ist das Territorium alles. Und jeder, der es wagt, in die Gewässer eines dominanten Männchens einzudringen, wird einen hohen Preis zahlen. Die ruhige Oberfläche des Okavango wurde plötzlich von großen Wellen bewegt. Ein junges, gerade erwachsen gewordenes männliches Nilpferd betritt das Territorium eines erfahrenen älteren Männchens, desjenigen, das das Wasser seit vielen Jahren beherrscht. Es akzeptiert diesen Eingriff nicht. Aus der Ferne stieß das alte Nilpferd ein tiefes Brüllen aus, dessen Geräusch durch den ganzen Sumpf hallte.
Es tauchte aus dem Wasser auf, öffnete sein Maul um mehr als 150 Grad und entblößte fast 50 Zentimeter lange Reißzähne. Eine klare Warnung. Doch der Eindringling ließ sich nicht beirren. Es öffnete auch seinen Mund und reagierte auf die Herausforderung. Sie stießen sich weiterhin gegenseitig mit dem Kopf und versuchten, den Gegner umzuwerfen. Der entscheidende Schlag erfolgte. Als das alte Nilpferd dem Eindringling einen kräftigen Stoß gegen den Unterkiefer versetzte, ihn betäubte und zum Rückzug zwang. Als das junge Nilpferd seine Niederlage erkannte, zog es sich langsam zurück und ließ das Sumpfwasser blutrot zurück. Dieses Mal hält der Herrscher das Gebiet noch immer. Doch eines Tages wird das Alter es schwächen und ein anderer wird kommen, um seinen Thron zu stürzen. Weiter draußen im Sumpf versammelte sich eine riesige Herde Flusspferde mit mehr als 30 Tieren in einem flachen Wasserbereich. Nach einer langen Nacht der Nahrungssuche ruhen sie sich ruhig aus. Doch unter der Wasseroberfläche kroch eine dunkle Gestalt, ein über 5 Meter langes Nilkrokodil. Unter dem trüben Wasser bewegte sich das Krokodil lautlos. Es ist nicht dumm genug, ein ausgewachsenes Nilpferd anzugreifen. Das wäre eine unmögliche Aufgabe. Stattdessen nahm es ein leichteres Ziel ins Visier. Ein neugeborenes Nilpferd mit einem Gewicht von knapp 50 Kilogramm, das in der Nähe des Wasserrands spielte. Blitzschnell stürzte sich das Krokodil nach vorne und öffnete sein Maul, um das Baby zu schnappen. Doch bevor es seine Beute berühren konnte, stürmte ein weibliches Nilpferd mit unglaublicher Geschwindigkeit auf es zu. Es stieß ein lautes Brüllen aus, woraufhin das Krokodil für einen Moment stehen blieb. Im Bruchteil einer Sekunde. Das Wasser explodierte, als die Flusspferde auf ihren Feind losgingen. Ein ausgewachsenes Tier drückte das Krokodil mit der Schnauze aus dem Wasser und warf es dann nach unten. Ein weiterer biss in den Rücken des Krokodils. Seine gewaltigen Kiefer zerquetschten die stahlartigen Schuppen. Das Krokodil war völlig überwältigt und versuchte zu entkommen. Es wurde an Land geworfen, blieb einen Moment bewegungslos liegen und kroch dann langsam in die Büsche, wobei es eine Blutspur hinterließ. Die Nilpferde standen immer noch wachsam da. Sie haben gerade Afrikas furchterregendstes Raubtier besiegt, ein Beweis für die unangefochtene Stärke der Okavango-Sumpfriesen. Als die Sonne hoch am Himmel Botswanas stand, fegte ein heißer Wind über das trockene Grasland und wirbelte feine Staubpartikel auf, die in der Luft hingen. Inmitten dieser majestätischen Landschaft bewegte sich eine riesige Karawane. Schwere Schritte stampften auf den Boden und hinterließen tiefe Spuren im trockenen Boden. Dies waren keine gewöhnlichen Spuren.
Es waren uralte Pfade, die von Elefantengenerationen vor ihnen angelegt worden waren. Botswana ist die Heimat der größten Elefantenpopulation Afrikas mit mehr als 130.000 Tieren, mehr als in jedem anderen Land. Diese Elefanten sind nicht nur riesige Kreaturen, sondern auch große Nomaden, die jedes Jahr Hunderte von Kilometern auf der Suche nach Wasser und Nahrung zurücklegen. Sie wandern nicht ziellos umher. Sie erinnern sich an jeden Bach, jeden Baum, jeden Ort, an dem ihre Vorfahren gewesen sind. Diese Erinnerung hilft ihnen, in diesem rauen Land zu überleben. In der Welt der Elefanten ist die Familie alles. Die Elefantenherde in Botswana wird von einer älteren Elefantenkuh angeführt, dem intelligentesten und erfahrensten Tier. Es ist nicht nur ein Anführer, sondern auch ein lebendiger Wissensspeicher, der Erinnerungen an die Straßen, Ein Elefantenbaby ging langsam hinter seiner Mutter her und seine Ohren flatterten sanft im Wind. Es hatte dort noch nie eine Trockenzeit gegeben und man wusste nicht, dass die Wasserressourcen immer knapper werden würden. Aber er brauchte sich keine Sorgen zu machen. Seine Mutter wusste, wohin er gehen musste. Und erst wenn es erwachsen wird, versteht es, wie wichtig die Erinnerung auf diesem Weg des Überlebens ist. Elefanten sind nicht nur große Tiere, sie gehören auch zu den intelligentesten Arten auf dem Planeten. Sie können ihre eigene Art erkennen, sich an familiäre Beziehungen erinnern und sogar Gefühle wie Trauer, Freude und Kummer ausdrücken, wenn sie ein Mitglied ihres Rudels verlieren. Ein Elefant kann an die Stelle zurückkehren, an der vor Jahren ein anderer starb, und dort schweigend stehen bleiben und die verbliebenen Stoßzähne berühren, als ob er an die Vergangenheit denken würde. September, die Trockenzeit in Botswana erreicht ihren Höhepunkt. Die letzten Wasserpfützen verschwinden langsam und hinterlassen rissigen Boden. Die Elefantenherde hat in den letzten 2 Tagen mehr als 50 Kilometer zurückgelegt, aber es ist noch kein Wasser aufgetaucht. Bei den jungen Menschen war eine deutliche Ermüdung zu erkennen. Ihre Beine wurden langsamer. Doch der Leitelefant drängte weiter, weil er sich daran erinnerte, dass nicht weit entfernt ein kleiner Fluss noch Wasser führte. Schließlich, nachdem wir einen niedrigen Akazienwald durchquert hatten, erschien vor unseren Augen ein Gewässer. Es ertönte Freudengebrüll. Elefantenbabys eilen zum Wasserrand, spritzen sich mit ihren Rüsseln kühles Wasser über den Körper und genießen einen erfrischenden Moment nach einer langen Reise. Aber es sind nicht nur Elefanten, die hierher kommen. Weiter unten im Wasser lagen Nilkrokodile still da und beobachteten mit ihren Augen jede Bewegung. Auch Okavango-Löwen lauern im Busch und hoffen, dass sich ein Elefantenbaby von der Herde entfernt.
Löwen können zwar eine Bedrohung für Elefantenbabys darstellen, der gefährlichste Feind der Botswana-Elefanten ist jedoch kein Raubtier, sondern der Mensch. Vor Jahren wurden Botswana-Elefanten wegen ihres Elfenbeins gejagt, was zu einem drastischen Rückgang ihrer Population führte. Obwohl die Wilderei dank der Bemühungen um den Artenschutz zurückgegangen ist, kommt es heute immer häufiger zu Konflikten zwischen Elefanten und Menschen. Auf der Suche nach Wasser umherziehende Elefantenherden können die Ernte der Menschen zerstören und sie so zum Ziel von Angriffen machen. Darüber hinaus führt der Klimawandel dazu, dass Flüsse schneller austrocknen, was die Elefanten dazu zwingt, weiter zu wandern und größeren Gefahren ausgesetzt zu sein. Die alten Pfade, auf denen ihre Vorfahren einst wandelten, sind heute durch Siedlungen und Bauernhöfe unterbrochen. Die Sonne ging erneut über dem Okavango-Delta auf und ihr goldenes Licht warf einen schimmernden Schimmer über das Wasser. Die Elefanten setzten ihre Reise fort, wie sie es seit Jahrtausenden getan hatten. Die Elefantenbabys wachsen weiter, lernen von ihren Müttern und Großmüttern und nehmen Erinnerungen an das Land auf, um eines Tages die nächste Generation anzuführen. Die rote Sonne verschwand allmählich hinter den Akazienbäumen und hüllte das Okavango-Delta in einen zauberhaften goldenen Farbton. Dies ist nicht nur eines der wildesten Gebiete Afrikas, sondern auch die Heimat eines seiner größten Raubtiere, des Okavango-Löwen. Anders als die Löwen in der Serengeti oder der Masai Mara haben sich die Löwen im Okavango an die anspruchsvollen überfluteten Umgebungen angepasst. Sie jagen nicht nur an Land, sondern können auch durch Flüsse schwimmen, in denen es von Krokodilen wimmelt, und ihre Beute mitten im Wasser überfallen. Sie sind wahre Krieger, die ungekrönten Herrscher dieses wilden Sumpfes. Ein Rudel Löwen hatte sich unter den Bäumen versammelt und beobachtete mit wachsamen Augen die Büffelherde, die sich zum Wasser bewegte. Dies ist Yao Pride, eines der mächtigsten Löwenrudel in der Okavango-Region. An der Spitze stand eine erfahrene Löwin mit muskulöser Brust und einer durch lange Kämpfe leicht struppigen Mähne. Löwinnen sind diejenigen, die über das Überleben des Rudels entscheiden. Sie jagen Beute, schützen ihre Jungen und sorgen für Ordnung im Rudel. Die Männer, die wahren Herrscher, treten nur in Erscheinung, wenn sie ihre Macht geltend machen müssen. Weiter weg beobachteten zwei männliche Löwen das Geschehen ruhig aus der Ferne. Sie sind Verteidiger des Territoriums, Krieger, die bereit sind, bis zum Tod zu kämpfen, um die Kontrolle über dieses Land zu behalten. Doch im Moment waren alle Augen auf die Büffelherde gerichtet. Die nächste Mahlzeit wartete. Die Löwinnen kamen näher,
Ihre Schritte waren leicht auf dem nassen Boden. Sie wussten, dass die Jagd auf Büffel keine leichte Aufgabe war. Diese Beutetiere waren nicht nur stark, sondern konnten sich auch erbittert wehren. Plötzlich griff ein Löwe an. Die Herde wilder Büffel geriet in Panik, und als sie zu fliehen versuchten, wirbelte überall Schlamm herum. Doch gerade als sie dachten, sie wären entkommen, wurde ein Büffel von der Herde getrennt. Es drehte sich um und senkte seine gebogenen Hörner, bereit zum Kampf. Die anderen Löwen umringten ihn sofort. Einer sprang auf den Rücken des Büffels und grub seine Krallen in die dicke Haut. Aber der Büffel fällt nicht so leicht. Der Schlag kam heftig und warf den Angreifer zu Boden. Die anderen Löwen übernahmen schnell die Führung, bissen der Beute in die Kehle und versuchten, sie zu Fall zu bringen. Der Kampf dauerte mehrere Minuten. Das Brüllen des Löwen vermischte sich mit dem wütenden Brüllen des Büffels. Schließlich war der Büffel erschöpft und brach im Schlamm zusammen. Die Löwen griffen sofort an und beendeten die Jagd. Doch gerade als das Essen gesichert schien, ertönte aus der Ferne ein Geräusch. Aus der Ferne kamen andere Büffel zurück. Sie lassen ihre Mitmenschen nicht im Stich. Sie kommen, um Rache zu nehmen. Ein riesiger Stier mit dicken Hörnern und feurigen Augen stürmte direkt in das Löwenrudel. Die anderen folgten und bildeten eine unaufhaltsame, sich bewegende Wand. Die Löwen brüllten, aber sie wussten, dass sie diesen Kampf nicht gewinnen konnten. Ein Löwe wurde in die Luft geschleudert und fiel mit einem dumpfen Aufprall zu Boden. Die anderen zogen sich schnell zurück und ließen ihre Mahlzeiten unvollendet.
Diesmal hat der Büffel gewonnen. Aber Löwen vergessen nie, sie werden zurückkommen, mit einer anderen Taktik, einer anderen Chance. Die Sonne geht über dem Okavango auf und für die Löwen beginnt ein neuer Tag. Die Jungen üben die Jagd, die Weibchen planen ihre nächste Jagd und die Männchen patrouillieren weiterhin ihre Reviere. Hier ist kein Platz für Schwäche. Die Starken dominieren weiterhin. Die Schwachen werden eliminiert. Und in diesem Land gibt es nur eine Regel: entweder jagen oder zur Beute werden.